Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Wunschgetreu Testsparte. Mein Name ist Remo und das ist der Bissell Crosswave. Diesen Wischsauger haben wir für dich getestet und alle unsere Erkenntnisse siehst du jetzt in diesem Video. Also bleib einfach dran, denn es geht los. Auf geht's mit dem Bissell Crosswave. Bevor wir zum Praxistest kommen, geben wir euch erstmal einen Überblick zum Produkt, und zwar im Punkt Ausstattung und Technik. Beim Bissell handelt es sich um einen Wischsauger, der für die Reinigung verschiedener Hartböden, wie beispielsweise Vinyl, Fliesen oder Laminat geeignet ist. Damit man am Ende keine böse Überraschung erlebt, ist es nur wichtig darauf zu achten, dass es sich um einen versiegelten Boden handelt. Im Vergleich zu vielen anderen Wischsaugern auf dem Markt bringt der Bissell allerdings noch einen Bonus mit. Neben Hartböden kann man damit nämlich auch Teppiche reinigen. Als Stromquelle setzt man beim Bissell Crosswave auf die Steckdose. Entsprechend hat man ein Kabel dabei, das mit einer Länge von 7,5 Metern einen ausreichend großen Aktionsradius bietet. Auch hat man netterweise an eine Kabeleinfassung am Griff gedacht. Diese kann man zur Hilfe nehmen, damit das Kabel nicht auf dem Boden schleift. Wer keinen Bock auf das Kabel hat, kann den Crosswave allerdings auch in einer Cordless-Variante bekommen, sprich mit Akku statt Kabel. Was den Lieferumfang angeht, haben wir beim Bissell eine zweckmäßige Ausstattung ohne viel Schnickschnack. Im Mittelpunkt steht natürlich das Gerät selbst. Hier ist bereits eine Reinigungswalze im Gerätefuß enthalten und auch ein Filter sowie die beiden Tanks sind schon eingesetzt worden. Wo genau das alles zu finden ist, zeigt uns Remo aber gleich noch in seinem Beitrag. Als kleine Goodies gibt es noch die Park- und Reinigungsschale inklusive Anbau zum Trocknen der Reinigungswalze sowie ein Fläschchen Multiflächenreiniger zum Probieren und natürlich den obligatorischen Papierkram. In Sachen Features macht der Bissell keine großen Sprünge. Ein Mindestmaß an Komfort lässt sich aber erkennen. Einerseits hat das Gerät eine Standfunktion. Das heißt, dass der Wischsauger von alleine stehen kann, was besonders in der Aufbewahrung und wenn man mal eine Pause machen will, von Bedeutung ist. Gerade was die Aufbewahrung angeht, sind auch die Haken am Stiel als sinnvoll zu betrachten, weil man dadurch das Kabel platzsparend aufwickeln kann. Darüber hinaus gibt es noch einen Tragegriff an der Haupteinheit. Andererseits kann der Bissell mit der bereits erwähnten Reinigungsschale eine Art Selbstreinigung durchführen. Ob das funktioniert, schauen wir uns aber später noch ein bisschen genauer an. Übrigens, den Link zum Bissell Crosswave findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Auch die akkubetriebene Variante werden wir dort für euch verlinken. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. So, hier bei mir auf dem Tisch habe ich jetzt den Bissell Crosswave. Trotzdem möchte ich erst einmal auf zwei Fragen eingehen, nämlich die erste Frage lautet, was kann so ein Wischsauger? Das ist ziemlich einfach zu beantworten. Vorher gab das Wischen und Saugen und jetzt mit so einem Gerät soll das alles ein Arbeitsgang werden. Wir sparen uns also Zeit. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, mit so einem Gerät kann man zum Beispiel nasse Grobverschmutzung, also Flüssigkeiten mit festen Bestandteilen, in einem Zug aufnehmen. Und die zweite Frage lautet, wie funktioniert so ein Gerät? Also grundsätzlich scheinen die Geräte alle irgendwie ähnlich gebaut zu sein und häufig wird einfach nur ein Zwei-Tank-System genutzt, wo man oben Frischwasser hat und unten das Verbrauchte. Und wie das funktioniert, zeige ich. Man macht einfach den Tank oben ab, füllt die mit frischem, sauberem Wasser auf, schraubt den Deckel wieder zu und füllt den Tank wieder ein. Wenn man jetzt das Gerät in Betrieb nimmt, dann wird frisches, sauberes Wasser nach unten zur Reinigungswalze geführt. Hier werden Verschmutzungen aufgenommen und abgesaugt und dann in den Schmutzwassertank geleitet. Wir haben hier oben drin einen Filter und wenn man den Tank aufmacht, ist hier dann nochmal ein kleiner Schwimmer mit drin. Der sorgt einfach dafür, dass der Tank nicht überfüllt wird. Wenn der Tank dann voll ist, kann man ihn ganz einfach an einem Abfluss, also Waschbecken oder WC, entleeren. Anschließend ganz normal wieder zusammenstecken, ins Gerät einfügen, etwas frisches Wasser nachfüllen und schon kann man weiterarbeiten. Ja, das klingt erstmal alles ziemlich gut, aber ob das System auch hält, was es verspricht, das haben wir uns natürlich ganz genau angeschaut und zwar in unserem Praxistest. Na dann, schauen wir mal, was das Teil so drauf hat. Los geht's mit dem ersten Teil unseres Praxistests und zwar dem Punkt Reinigungsleistung. Hier haben wir für euch mehrere Schwierigkeitsstufen zusammengestellt, damit ihr besser einschätzen könnt, wie weit man mit den Geräten gehen kann. Wir starten ganz easy mit Level 1. Trockenes und Flüssiges. Rechts sehen wir Cappuccino-Pulver und links haben wir Zuckerperlen. Das sollte für das Gerät eigentlich kein Problem sein und siehe da. Einmal hin und wieder zurück und die Sache ist erledigt.
Auch eine Ladung Saft auf dem Boden ist für den Bissel keine große Herausforderung. Einmal hin und wieder zurück und fertig. Level 1. Geschafft. Verbinden wir nun Trockenes und Flüssiges und kommen zu Level 2. Dickflüssiges. Joghurt, Ketchup und Apfelmus sind schon etwas schwieriger aufzunehmen. Aber auch hier steckt sich der Bissel relativ souverän. Ein- bis zweimal hin und her und die Flecken sind Geschichte. Level 2. Geschafft. Kommen wir zur nächsten Schwierigkeitsstufe. Level 3. Nasser Grobschmutz. Flüssiges mit festen Bestandteilen. In unserem Fall Cornflakes mit Milch. Die meisten Wischsauger werben damit, dass das kein Problem sein soll. Und in der Tat. Der Bissel nimmt derartige Verschmutzung auf. Aber wenn viel davon auf dem Boden liegt, kann es schon dazu kommen, dass sich der Schmutz vor dem Gerätefuß anhäuft und dann einfach weggeschoben wird. Das nervt zwar etwas, ist aber in der Regel schnell erledigt, indem man noch ein- oder zweimal drüber geht. Ähnliches gilt, wenn wir noch einen oben draufsetzen und eine Ladung Dosenmais auf dem Boden verteilen. Im vorliegenden Fall sieht man, wie es idealerweise läuft. Einmal hin und zurück und das war's. Das sieht zwar gut aus, abseits der Kamera war es aber eher vergleichbar mit den Flakes. Das heißt, dass es durchaus vorkommen kann, dass man nochmal drüber gehen muss. Unterm Strich sind wir aber mit beiden Durchgängen mehr oder weniger zufrieden. Von daher, Level 3, geschafft. Kommen wir zu einer der größten Herausforderungen für die Wischsauger und damit zu unserem Boss-Level. Rohes Ei mit Schale. Das rohe Ei an sich ist in der Regel kein Problem. Die eigentliche Herausforderung ist die Schale. Und in der Tat liegt auch genau hier das Problem. Der Glibber wird an sich aufgenommen. Die Schale allerdings ist für den Aufnahmeschlitz zu groß und dadurch schiebt man diese munter vor sich her. Wenn man die Schale zerkleinert, sieht es etwas anders aus. In so einem Fall ist das Gerät dann doch in der Lage, viel davon aufzunehmen. Das ist natürlich gut zu wissen. Aber wer bückt sich denn runter und zerkleinert die Eierschale, damit der Wischsauger das aufnehmen kann? Praxistauglich ist das wohl eher nicht. Hier würde man wohl eher direkt zu einem Küchentuch greifen. In diesem Sinne, Boss-Level nur teilweise geschafft. Damit haben wir aus unserer Sicht das Wesentliche getestet. Da viele von euch sicher eine Horde Kinder zu Hause haben, die gerne mal Dreck von draußen reinschleppen, machen wir aber noch eine kurze Exkursion zum Thema Sand und Matsch. Vor allem der zähe und klebrige Matsch ist für die Wischsauger nicht immer leicht. Besonders, wenn viel davon auf dem Boden liegt. Aber man sieht's. Der Bissel löst es einigermaßen souverän. Ein bisschen zieht die Reinigungswalze den Dreck hinter sich her, sodass man, wohl oder übel, noch einmal drüber gehen muss. Aber schlussendlich ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Auch im Vergleich mit den anderen Geräten in unserem Test schneidet der Crosswave hier eigentlich ganz gut ab. Insofern kann man sagen, Exkursion erfolgreich. Fasst man die Ergebnisse einmal zusammen, muss man unterm Strich sagen, dass der Bissel unsere Teststufen weitgehend erfolgreich absolviert hat. Wie hat er das geschafft? Aus unserer Sicht gibt es da vor allem zwei wesentliche Erfolgsfaktoren. Zum einen scheint das technische Konzept recht gut entwickelt zu sein. Die wesentlichen Teile sind sauber aufeinander abgestimmt und funktionieren so, wie sie sollen. Zum anderen ist der Aufnahmeschlitz ausreichend groß und die Saugstärke recht kräftig, was in Kombination dazu führt, dass auch größere Schmutzbestandteile relativ gut aufgenommen werden. Zusammen mit der etwas wuschig gestalteten Reinigungswalze verwundert es daher nicht, dass auch auf glatten Oberflächen wie Fliesen eine gute Reinigungsleistung zustande kommt. Im Grunde ist die Sache hier schon mit wenigen Zügen erledigt. Lediglich die Eierschale schiebt er vor sich her, aber das war zu erwarten. Besonders angetan waren wir von der Fugenreinigung. Hier hatten die meisten Konkurrenzprodukte in unserem Test Schwierigkeiten. Der Bissel hingegen hat die Fugen mehr oder weniger sauber bekommen. Kommen wir zur Besonderheit beim Bissel, nämlich zur Teppichreinigung. Vom Testsetting her haben wir uns erstmal einen alten Teppich besorgt und diesen entsprechend vorbereitet. Das heißt, wir haben Matsch, Ketchup, Johannisbeersaft und Kaffee auf dem Teppich verteilt und das Ganze dann ordentlich in die Teppichfasern reingerieben. Anschließend haben wir alles für ein paar Stunden eintrocknen lassen. Den Bissel haben wir mit Wasser und der mitgelieferten Reinigungslösung bestückt und haben uns die Flecken dann im Teppichmodus vorgeknöpft. Schauen wir uns erstmal den Matschfleck im Schnelldurchlauf an. Wie man sieht, muss man relativ oft drüber gehen. Aber davon abgesehen ist das Ganze gut geworden. Ein dunkler Schatten lässt sich zwar noch erkennen, aber eigentlich gibt es da nicht viel zu meckern. Nun, der Ketchupfleck. Auch hier muss man ziemlich oft drüber gehen. Im Ergebnis ist der Fleck zwar stark verblasst, aber immer noch zu erkennen. Hier ist dann offensichtlich die Grenze bei dem Gerät erreicht. Und jetzt noch die letzten beiden Flecken. Wieder braucht man viele Züge.
Im Ergebnis hat das Gerät aber sowohl den Saft als auch den Kaffee einigermaßen rausbekommen. Der Kaffeefleck ist nach dem Trocknen zwar wieder etwas hervorgekommen, aber im Großen und Ganzen waren wir da zufrieden. Schaut man sich das Vorher-Nachher-Bild an, ist das schon ein deutlicher Unterschied. Man kann wohl sagen, dass leichte bis mittelstarke Verschmutzungen mit dem Bissel durchaus behandelt werden können. Als spezialisierten Teppichreiniger kann man das Gerät schlussendlich aber nicht bezeichnen. Bei den richtig harten Flecken muss dann auch der Bissel passen. Und nochmal zur Erinnerung. Den Link zum Bissel Crosswave findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Auch die akkubetriebene Variante packen wir da unten mit rein. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Was das Handling angeht, gehört der Crosswave eher zu den wuchtigeren Geräten. Das soll jetzt nicht heißen, dass er sich schlecht führt. Das Gewicht von 5,4 Kilogramm geht mit der Zeit aber schon etwas in die Arme. Wendigkeit und Präzision lässt der Wischsauger dennoch nicht vermissen. Lediglich bei der Geräuschentwicklung ist der Bissel mit ca. 77 Dezibel im Vergleich zu unseren übrigen Testgeräten relativ laut. Bei der Bedienung gibt es dem entgegen keine Probleme. Einfach über die Bedienelemente am Griff den gewünschten Untergrund auswählen. Sprich Teppich oder Hartboden. Und anschließend über den Schalter auf der Innenseite die Wasserzufuhr regeln. An sich kann man da nicht wirklich was falsch machen. Auch unter Möbel zu kommen ist mit dem Bissel grundsätzlich kein Problem. Der Gerätefuß ist nur ca. 5-6 cm hoch, sodass er normalerweise unters Sofa oder auch unters Bett passen sollte. Was man allerdings dazu wissen sollte: Dass der Fuß drunter passt, heißt noch lange nicht, dass man den auch ganz drunter bekommt. Ab einem bestimmten Neigungswinkel ist es nämlich so, dass die Walze abhebt und entsprechend nicht mehr reinigen kann. Aus diesem Grund kann es sogar bei einem relativ hochhängenden Waschtisch problematisch werden, bis hinten an die Wand zu kommen. Was bei diesen Wischsaugern immer wieder ein Thema ist, ist, wie weit man damit auch Randbereiche reinigen kann. In unserem Test mit Cappuccino-Pulver sieht man, wie auch der Bissel hier an seine Grenzen kommt. Seine Walze liegt mittig im Gerätefuß und dadurch nicht direkt an der Wand. Im Ergebnis bleibt somit ein deutlich sichtbarer Schmutzstreifen zurück. Selbst wenn man frontal drauf zufährt, ändert sich nicht allzu viel daran. Zwar liegt die Saugkraft beim Bissel ein Stück weit vor der Walze. Ganz bis in die Ecke reicht es dann aber doch nicht. Ähnlich sieht es aus, wenn wir statt Cappuccino-Pulver Ketchup nehmen. Er nimmt lediglich das auf, was im Bereich der Walze liegt. Alles, was sich zwischen Wand und Walze befindet, bleibt weitgehend unberührt. Was beim Arbeiten mit dem Wischsauger ebenfalls ein bisschen nervt, ist, dass man relativ häufig den Schmutzwassertank ausleeren muss. Vielleicht ist es euch bereits aufgefallen, als Remo zu Beginn des Videos die Tanks vorgestellt hat. Der Frischwassertank fasst 800 ml und der augenscheinlich größere Schmutzwassertank soll nur 500 ml aufnehmen können. Da stimmt doch was nicht, oder? Tatsächlich ist es so, dass der Schmutzwasserbehälter zwar groß aussieht, der integrierte Schwimmer aber schon Alarm schlägt, sobald man die relativ niedrig angebrachte Full-Markierung erreicht hat. Die effektive Aufnahmemenge ist somit deutlich kleiner, als man zunächst denken würde. Relativierend muss man allerdings dazu sagen, dass auch die anderen Wischsauger in unserem Test im Grunde genauso vorgehen und die Markierung relativ weit unten am Schmutzwassertank platzieren. Ein bisschen muss man also in den sauren Apfel beißen. Unser Tipp: Achtet schon beim Kauf auf eine anständige Aufnahmekapazität. 500 ml wie hier beim Bissel sind noch okay. Mehr ist natürlich besser. Weniger sollte es, wenn möglich, nicht sein. Damit der Wischsauger möglichst lange seinen Dienst verrichten kann, ist es natürlich wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen. Gerade bei dieser Art von Geräten nimmt es einen besonderen Stellenwert ein, da es bei unzureichender Gerätereinigung auch zu Geruchsbildung und Schimmel kommen kann. Was man daher mindestens machen sollte, ist den Schmutzwassertank nach getaner Arbeit auszuleeren. Am besten direkt in die Toilette. Danach den Behälter am Waschbecken mit fließendem Wasser ausspülen. Die Abdeckung mit dem Schwimmer ebenfalls vorsichtig reinigen. Der Filter kommt mit dem Schmutz aus dem Tank offenbar nicht in Berührung. Zumindest sehen wir am Gitter des Filterkastens und auch im Filter selbst nur Trockenpartikel. Das ist tatsächlich nicht bei allen Geräten so. Auch verschimmelte Filter haben wir da schon gesehen. Zugegeben, die hatten auch eine etwas andere Beschaffenheit. Dennoch ist es beim Bissel unserer Meinung nach um ein einiges angenehmer gelöst worden. Bevor ihr euch den Schmutzwasserbehälter vornehmt, könnt ihr, wenn gewünscht, auch erst die Walze reinigen. Das bietet sich zumindest an und funktioniert halbwegs automatisch über die Selbstreinigung. Schnappt euch die Reinigungsschale und füllt den Bereich für die Walze bis zur Max-Markierung mit Wasser auf. Stellt anschließend das Gerät in die Schale. Zieht den Stiel etwas zurück, denn sonst springt die Walze nicht an. Und schließlich schaltet ihr das Gerät ein. Achtet bitte darauf, dass sich der Bissel nicht von selbst ausschaltet. Lasst den Wischsauger also eine Weile laufen und dann schaltet selbst aus. Unterm Strich hört sich das alles ganz gut an. An dieser Stelle geben wir euch aber den Tipp: Erwartet nicht zu viel.
Offensichtlich konzentriert sich die Reinigung im Wesentlichen auf die Walze. Das Drumherum wird nicht oder nur bedingt mit gereinigt. Lediglich im Bereich vor der Saugöffnung ist das Gerät relativ sauber geworden. An der Abdeckung hingegen ist noch einiges an Verschmutzung zu erkennen. Schaut man sich die Walze näher an, dann sieht man, dass sie nicht vollständig sauber geworden ist. Dunkle Verfärbungen sind noch deutlich zu erkennen, vor allem wenn man die Walzenfasern ein bisschen auseinanderzieht. Gut finden wir aber, dass darüber hinaus kaum grobe Schmutzbestandteile hängen geblieben sind. Nichtsdestotrotz sollte man die Walze am Waschbecken nochmal ordentlich auswaschen. Per Hand lässt sich dann noch einiges an Schmutz quasi aus der Walze rausdrücken. Was den Saugkanal für das Schmutzwasser angeht, bringt der Bissell leider kein Reinigungswerkzeug mit. Stattdessen sollte man sich hier selbst helfen, zum Beispiel mit einer langen, weichen Bürste. Auf jeden Fall würden wir empfehlen, diesen Bereich nicht völlig ungereinigt zu lassen, da es hier leicht zu Geruchsbildung kommen kann. Was die Abdeckung des Gerätefußes angeht, muss man wohl oder übel mit einem Tuch ran. Gegebenenfalls kann man damit auch ans Waschbecken und vorsichtig mit fließendem Wasser arbeiten. Kommen wir zum Fazit. Mit dem Bissell Crosswave bekommt man einen Wischsauger der mittleren Preisklasse, der in Sachen Reinigungsleistung einen soliden Eindruck gemacht hat. Bei nassem Grobschmutz ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber grundsätzlich hat sich der Bissell auf Hartböden gut geschlagen. Auf Teppichen gelingt es zumindest leichte bis mittelstarke Verschmutzungen zu bearbeiten. Das kann nicht jeder Wischsauger und ist daher aus unserer Sicht ein Pluspunkt. Hinsichtlich Bedienung und Handling sind wir ebenfalls zufrieden. Die Reinigung in Randbereichen könnte vielleicht etwas besser sein und auch Gewicht und Lautstärke waren nicht ganz so ansprechend. Aber das war's auch schon. Unterm Strich kommen wir zu dem Schluss, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Wenn ihr also Kinder im Haus habt oder aus anderen Gründen viel mit Grobverschmutzungen kämpft, könnte der Bissell Crosswave für euch ein interessanter Alltagshelfer sein. So, diesen Wischsauger haben wir für dich getestet. Wenn er dir gefallen hat, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, denn dort ist das Produkt nochmal für dich verlinkt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du noch dran bleibst, denn direkt im Anschluss folgt nochmal die Endcard mit ein paar interessanten Videovorschlägen.